Rib Kitchen Cheat heute mit einem Käse, ein Trüffelkäse, frittiert mit Preiselbeeren und Blumenkohl, auch frittiert mit Buttermilch. Vegetarisch zumindest. Ja, genau. Also Blumenkohl gibt es heute mit Käse. Ist zumindest vegetarisch, nicht vegan und auch nicht gesund übrigens. Aber es sind quasi frittierte Blumenkohl-Bites und einen Käse, einen Trüffelkäse, einen Schafskäse, der da ist. Als allererstes den Blumenkohl. Ich habe einen gelben Blumenkohl genommen, in kleine Stücke hacken und dass sie so, keine Ahnung, wie so Bites eben so mundgerechte Stücke sind, die man dann wunderbar panieren und dann frittieren kann. Also das sind die zwei Sachen, die wir mit dem Blumenkohl dann machen. Dafür brauchen wir eine Panade und in die Panade kommt erstmal Mehl, dann etwas Paprikapulver, das da oben rein, zusätzlich Zwiebelpulver, wie auch Knoblauchpulver, nee, das ist Salz, Entschuldigung, Salz und Knoblauchpulver ist das. Und dann fehlt noch der Cayennepfeffer. Das ist Cayennepfeffer, was dann einfach noch oben reinkommt. Und was habe ich denn vergessen? Getrockneter Oregano, glaube ich. Ja, genau. Und das dann schön schütteln und das dann einfach, dass sich das vermischt. Oh, ich habe den Thymian vergessen. Ahaha. Okay, also den Thymian auch noch da rein zupfen und beim... Machst du ein Foto, David? Ja, hier, komm. Stellt nicht scharf, ne? Ja. Also, auf jeden Fall das dann nehmen und schütteln. Und dann hast du jetzt die Fritteuse nochmal angemacht? Nee. Ja, mache ich aber jetzt. Ja, okay. Also ich habe eine ganz spezielle Fritteuse, eine amerikanische Fritteuse, die quasi wie so ein Flammenbrenner funktioniert. Man macht eine Gasflasche hinten dran, macht da Feuer ran und dann ballert man da Gas rein. Vollgas und dann geht es durch das Fett durch, erhitzt das Fett so und damit kann man das dann machen. Ran an die Panade. Ich nehme Buttermilch als nächstes und diese Buttermilch ist die Basis für die Hülle der Blumenkohl-Bites und da rühre ich jetzt dieses Mehl quasi rein und wenn es ein bisschen fest geworden jetzt, finde ich. Wenn es zu fest geworden ist, einfach einen kleinen Schluck Bier rein, das geht ehrlich gesagt immer und dann wird es auch flüssiger auf eine Art und dann kann man quasi, dass es so ein bisschen cremige, flüssige Sachen ist. Und die andere Seite einfach Mehl bitte reinnehmen in die zweite Schale, dann Mehl reinnehmen und dann immer ein Stück Blumenkohl erst in die Panade, also in den Teig, dann in Mehl, dann in den Teig, dann in Mehl, dann in den Teig, dann in Mehl und dann in den Frittierkorb hinein. Das mache ich mit allen kleinen Stücken von diesem Blumenkohl. Und der Blumenkohl braucht ein bisschen länger beim Frittieren, deswegen kommt der Blumenkohl jetzt ins heiße Fett. Ich nehme da Sonnenblumenöl zum Frittieren und Pflanzenfett sozusagen und ab geht's an die Panierstraße für den Käse. Der hat 3 Stationen, diese Straße. Die erste Station sind Eier, und zwar 2 Eier an der Zahl. Habt ihr gerade die Füße von David wieder gesehen? Also in der Mitte ist Mehl und hinten sind sogenannte Semmelbrösel oder so japanische Flocken. Und dann, wie hießen die Reihenfolge? Erst die Eier, dann erst die Flocken, dann die Eier, dann das, oder war es das Mehl, dann die Eier, dann das, waren es die Flocken erst, dann das Mehl, die Eier. Jetzt bin ich verwirrt. Wisst ihr noch, unter welchem ist jetzt der kleine Ball? Hä? Na? Links, rechts oder Mitte? 100 Euro. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du, ich glaube so rum. So rum, vielleicht, oder so? Ja, okay, so ist es jetzt genau richtig. Also, man nimmt den Käse, schneidet den in so kleine Stücke, könnt ihr so groß schneiden, wie ihr wollt. Erst in Mehl, dann in Eier und dann in die Semmelbrösel oder dieses Paniermehl eben reinmachen und dann ist auch schon sozusagen fertig. Sieht ganz lit aus, oder? Wenn es da so in Zeitlupe durch die Gegend geht. Also, ab zum Panieren, das ist jetzt beides einfach drin. Frittieren, was sage ich denn? Es wird frittiert in dieser Fritteuse. Währenddessen muss man einfach warten. Wenn ich warten muss, wird mir, langweilig sollte mir nicht sein. Ich habe dieses Brandeisen und dann brande ich einfach immer irgendwas. Da kann man, ihr habt ja schon in der vorletzten Folge gemerkt, Menschen wollen sich nicht branden lassen, aber der Tisch kann ja nicht Nein sagen. Und deswegen, mache ich jetzt mal mein Logo auf verschiedene Sachen da drauf. Oh, Lena
kriegt schon mal ein bisschen Angst. Ja, also mit diesem heißen Ding, da kann man einfach Logos aus Metall quasi, dann kann man auch Steaks branden oder was man sonst so branden will. So ein Dachgiebel kann man auch mal einfach branden, einfach überall seinen Stempel aufdrücken, damit jeder weiß, dass man hier war. Ist ein bisschen pubertär, aber hey, so bin ich halt. Also, zurück zu der Fritteuse, die läuft weiter und jetzt geht's ans Anrichten, wenn es rauskommt dann gleich. Und, oh, David, machst du ein paar Frittierfotos? Das ist die Frittierfotografie. Komm, ich ärgere dich. Komm. Ah. Ja, genau. Kannst dich konzentrieren, ne? Egal, wer von rechts kommt, egal, was passiert. Nö. Komm, ich ärgere dich ein bisschen weiter. Komm, na, kannst du? Macht dir gar nichts aus, ne? Macht dir nichts aus, David, oder? Macht dir das was aus, David? Stört dich gar nicht, oder? Hä? Das vielleicht? Naja, also das vielleicht? Stört dich das? Ah. David hat übrigens gekündigt nach der Produktion und macht jetzt so freie Produktion. Er hat selbst das Bier, was ich ihm als kleine Wiedergutmachung angeboten habe, nicht geholfen. Wenn ihr mal auf davidosterkorn.com schauen wollt, was er mal... das ist ein schaumiges, Fritzi. Ich sag's, wie es ist. Das Fass ist leer. Aber hey, das seid ihr doch gewöhnt in Bayern, oder nicht? Das ist ein sogenanntes Kiteboarding-Pilz. Schön schaumig von dem Wind, dass der 7er-Schirm auch funktioniert hat. Komm, Fritzi, jetzt habt ihr nicht so. Komm schon. Der Russe nimmt's weg, ne? Also das war übrigens Ivan und Lena. Die helfen mir immer dabei. Die Sachen sind fertig frittiert. Ich habe sie abtropfen lassen und klopfe sie jetzt dann da auf dieses Blech. Ich mache das gerne auf so ein Blech, wie auch der Käse da drüben. Fehlt neben dem frittierten Käse und dem Blumenkohl-Bites nur noch etwas Soße auf den jeweiligen Sachen. Dafür nehme ich für den Käse Preiselbeeren. Die sind so ein bisschen süß, sauer. Also nehmt nicht die super gezuckerten, weil ich mag das eher, wenn die Mischung da dabei ist. 2 große Kleckse Preiselbeeren dazu, etwas Lauchzwiebel, kurz klein schneiden und dann am Ende drüber. Aber erst kommt die Mayonnaise aus dem weißen Ding und den Ketchup aus dem roten Ding. Das einfach quer da drüber und dann Lauchzwiebeln obendrauf. Und fertig sind die Blumenkohl-Bites mit frittiertem Käse aus der Rib Kitchen Cheat. Das alles gibt es ja, wie gesagt, auch in einem Heft, wo ihr die Rezepte nochmal nachschauen könnt. Und es geht um den Cheat-Tag. Also macht es nur samstags, unter der Woche. Ihr solltet das nicht jeden Tag essen. Aber der Tag Samstag ist auch gut. Machst ein paar Selfies, Ivan, hä? Soll ich mal ein Foto von dir machen? Nee, okay, ich mache ein Foto von dem Produkt, okay? Nee, musste ich... Ja, also. Viel Spaß beim Nachkochen, Leute. Das war's. Schönen Gruß.